Wenn man beim Trompetespiel mit Verkrampfungen zu kämpfen hat, also einem zu festen Ansatz zum Beispiel, oder man merkt, dass sich anfänglich der Ansatz, die Muskulatur, das Spielgefühl immer eher taub anfühlt, dann ist es wichtig, dass wir immer möglichst locker und entspannt ins Trompetenspiel starten. Wichtig hierfür ist, dass du nicht gleich das Mundstück nimmst und Mundstücktöne spielst oder mit dem Buzzer arbeitest, sondern dass du erstmal sagst, okay, ich bringe mein Lippenmaterial in Schwingung. Und das kann dann so aussehen. Also man spielt etwas mit der Geschwindigkeit, in der eben die Lippen dann anfangen zu flattern. Das kann ich natürlich jetzt fürs Trompetespielen noch nicht brauchen, aber ich merke, wie es anfängt zu kribbeln, die Muskulatur wird durchblutet und ich schaffe letztendlich schon eine entspannte, lockere Basis, um dann im nächsten Schritt in diese Frequenzen voranzugehen. Jetzt, wenn du natürlich sagst, okay, das Mundstückspiel, das Buzzern steht ja gleich auf dem Programm, dann mache ich jetzt Luft und ich schließe vorher meine Lippen. Und gehe wieder runter in den Keller. Und du wirst bemerken, naja, jetzt habe ich hier ein ganz gutes Gefühl. Es ist entspannt und komplett locker. Das heißt, im nächsten Schritt schnapp dir dein Mundstück oder eben dein Buzzer, je nachdem, welche Gerätschaften du benutzt. Und wir gehen eben einen Schritt weiter. Auch hier ist es wieder wichtig, Mundstück ansetzen und Luft pusten. Die Lippen sind geschlossen und der Ton schwingt dann sowieso ein. Und es ist alles mit Luft gesteuert. Ich habe jetzt nicht absichtlich die Muskulatur angespannt und nachgespannt für dieses tonale kleine Tonleiterspiel, sondern es war die Luft, die Luftgeschwindigkeit in dem Fall. Und da gebe ich etwas mehr und es geht eben nach oben. Ja, aber ich habe niemals anspannen und jetzt präzise, zack, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine Aufwärmübung, Warm-up. Das mache ich locker und entspannt. Ein Zwischenschritt wäre zum Beispiel auch immer hier ein Stück Schlauch. Alles öffnet sich. Sobald ich das Stück Schlauch zwischen den Zähnen habe, merke ich sofort, der Kehlkopf geht auf. Ich merke es hier im Brustbereich. Es ist alles so vorbereitet für ein langsames und stetiges Befüllen. Offen. Da fließt die Luft ohne Blockaden rein und raus. Und das versuche ich jetzt, dieses Gefühl vom Schlauch gerade eben, wieder auf mein Spiel zu übertragen. Und da geht's runter. Und ich habe mich jetzt eigentlich sehr gut vorbereitet. Der Hals ist offen, ich kann gut ein- und ausatmen, die Luft fließt, die Lippen schwingen ohne Blockaden ein. Und dann nehme ich eben mein Mundstück vom Buzzer und packe es eben dann auf die Trompete. Und auch hier ist es wieder wichtig, wenn wir die Trompete ansetzen, wir lassen die Trompete einschwingen. Das heißt Ansatz. Und ich lasse eben die Luft hinausströmen.
Alles gebunden. Wieso? Die Luft fließt. Okay, ich habe jetzt keine angestoßenen Töne, also keine Zunge, die den Luftstrom schneidet. Ich habe keine punktuellen Töne, sondern ganz im Gegenteil. Ich gehe immer in den Fluss. Luft fließen lassen, gebunden spielen. Es waren jetzt alles in Halbtonschritten gespielt. Ich kann natürlich auch Tonleitern dafür benutzen oder andere Etüden, die mich aber immer dazu bringen, dass die Luft fließt. Dann letztendlich, wenn das passiert ist, es waren kurze Töne, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Luft fließt. Und das ist eben ganz wichtig, dass wenn wir eben gegen Blockaden arbeiten, dass wir uns immer auf den natürlichen Luftfluss fokussieren. Das dauert natürlich jetzt seine Wochen, bis sich das automatisiert hat, bis man dann auch wieder kurze Töne spielen kann, ohne dass großartige Blockaden, Verkrampfungen etc. passieren. Es geht einfach darum, dass wir uns auf den Weg machen und eben unseren Kriegsschauplatz aussuchen. Und das wäre in dem Fall offen spielen. Ich habe Blockaden, ich begebe mich hier in die Arbeit und weite alles. Mache alles weit und weich und gehe eben über Lippensummen, Mundstückspiel, Buzzing, aufs Trompetespiel und habe immer ein gutes Körpergefühl und ein gutes Gehör bei mir. Ich analysiere mich permanent. Wie klingt's? Kommt der Ton? Was ist passiert? Wie fühlt es sich an, wenn ich in die tiefe Lage gehe? Wie fühlt es sich an, wenn ich etwas nach oben gehe? Wann kommt der Punkt, wo ich mit dem Ansatz nachspannen muss, ohne dass ich mit der Luft nach oben spielen kann? Und das sind lauter so Punkte, die man eben abarbeitet und sich dann Tag für Tag darauf konzentriert. Und dann wirst du merken, dass du über 2, 3, 4 und so weiter Wochen eben ein natürlicheres Trompetespiel entwickelst, besser klingst, intonatorisch auch sauberer wirst. Und jetzt kommt es eben darauf an, das dann auf deine Literatur zu übertragen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du Fragen bezüglich diesem Spiel, dann jederzeit in die Kommentare oder mir persönlich schreiben. Ansonsten bin ich dir immer dankbar, wenn du am Ende noch ein Like und Abo da lässt. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.